Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Ben, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht's gut, danke. Und dir? Mir geht's gut. Heute möchte ich über Kräuter sprechen. Magst du es, Kräuter in deinem Essen zu verwenden? Ja, das tue ich. Ich benutze jeden Tag Kräuter, wenn ich koche. Sie machen mein Essen frisch und lecker. Das ist großartig. Ich benutze auch viele Kräuter. Welche Kräuter verwendest du oft in deiner Küche? Ich benutze oft Basilikum, Petersilie und Oregano. Ich mag ihren starken Geschmack. Ich benutze sie in Salaten, Suppen und Nudelgerichten. Ich liebe Basilikum und Petersilie. Ich verwende auch Rosmarin und Thymian. Sie sind sehr gut in Fleischgerichten und bei geröstetem Gemüse. Ich habe Rosmarin und Thymian ausprobiert. Sie riechen wunderbar. Manchmal gebe ich Dill in meine Salate. Er gibt einen schönen, leichten Geschmack. Dill ist auch schön, besonders in Fischgerichten. Ich mag es auch, Schnittlauch zu verwenden. Er ist mild und bringt eine schöne Farbe in meine Gerichte. Schnittlauch ist toll. Ich benutze ihn in Omelettes und oben auf gebackenen Kartoffeln. Hast du Kräuter in deinem Garten? Ja, das habe ich. Ich habe einen kleinen Kräutergarten auf meinem Balkon. Ich baue Basilikum, Petersilie und Minze an. Es macht Spaß, frische Kräuter zu pflücken, wenn ich koche. Das klingt schön. Ich möchte auch Kräuter anbauen. Ich denke, ich werde mit Basilikum und Oregano anfangen. Sie sind einfach zu ziehen. Ja, das sind sie. Ich gieße meine Kräuter jeden Tag und halte sie an einem sonnigen Platz. Frische Kräuter machen mein Essen noch besser. Da stimme ich zu. Manchmal verwende ich sogar Kräuter in meinem Tee. Ich benutze Minze und manchmal ein wenig Basilikum. Das ist sehr erfrischend. Ich habe noch nie Basilikum im Tee probiert. Ich benutze normalerweise Minze oder Melisse. Minztee ist sehr gut, besonders im Sommer. Das ist es. Ich trinke gerne Minztee am Morgen. Er weckt mich auf und macht mich frisch. Kräuter sind nicht nur zum Kochen da. Sie sind auch gut für unsere Gesundheit. Viele Kräuter haben Vitamine und helfen bei der Verdauung. Ja, ich habe gelesen, dass Petersilie gut für die Haut ist und dass Basilikum entzündungshemmende Eigenschaften hat. Ich mag es, dass Kräuter gesund und schmackhaft sind. Kaufst du Kräuter auf dem Markt oder verwendest du getrocknete Kräuter? Ich benutze beides. Ich kaufe frische Kräuter auf dem Markt, wenn ich kann, aber ich habe auch getrocknete Kräuter in meiner Küche. Sie sind beim Kochen nützlich, wenn frische Kräuter nicht verfügbar sind. Ich mache das Gleiche. Getrockneter Oregano und Thymian sind sehr nützlich im Winter, wenn frische Kräuter schwer zu finden sind. Ich streue gerne getrocknete Kräuter auf meine Pizza und in meine Soße. Sie verleihen viel Geschmack. Ich füge oft getrockneten Basilikum und Rosmarin zu meinen Suppen hinzu. Das macht sie reichhaltig und warm im Geschmack. Hast du schon einmal versucht, Kräuter in einem Smoothie zu verwenden? Nein, das habe ich noch nicht ausprobiert. Was verwendest du? Ich füge manchmal ein kleines Stück frische Minze zu meinem Obstsmoothie hinzu. Das macht das Getränk sehr erfrischend. Das klingt interessant. Ich werde versuchen, Minze in meinen nächsten Smoothie zu geben. Das solltest du. Kräuter sind sehr vielseitig.
Ich verwende sie sogar in meinen Salatdressings. Ich mische Olivenöl, Essig und gehackte Kräuter. Ich mache gerne ein einfaches Dressing mit Zitronensaft, Olivenöl und gehackter Petersilie. Es ist sehr frisch und leicht. Das ist eine gute Idee. Ich werde dein Dressing-Rezept ausprobieren. Hast du ein Lieblingskraut? Ich denke, mein Lieblingskraut ist Basilikum. Ich liebe seinen süßen, starken Geschmack. Ich verwende es in vielen Gerichten, besonders in der italienischen Küche. Ich liebe Basilikum auch, aber ich mag auch Rosmarin sehr gerne. Er hat einen starken Geruch und passt sehr gut zu geröstetem Fleisch. Ja, Rosmarin ist sehr gut in Fleischgerichten. Ich mag auch Oregano. Er ist perfekt für Pizza und Pasta. Oregano ist ein Muss für Pizza. Er macht die Pizza authentisch. Ich streue ihn immer auf mein Stück. Experimentierst du manchmal mit Kräutern beim Kochen? Ja, das tue ich. Ich liebe es, neue Rezepte auszuprobieren. Manchmal mische ich verschiedene Kräuter, um zu sehen, was gut zusammenpasst. Das macht Spaß. Ich experimentiere gerne mit Kräutern in meinen Soßen. Manchmal mische ich Basilikum, Petersilie und ein wenig Thymian. Das klingt köstlich. Ich möchte diese Kombination das nächste Mal ausprobieren, wenn ich eine Soße mache. Wir sollten unsere Rezepte teilen. Vielleicht können wir eines Tages zusammen kochen. Das würde ich lieben. Kochen mit frischen Kräutern macht immer mehr Spaß, wenn man die Erfahrung teilt. Ja, und wir können neue Ideen voneinander lernen. Ich finde es schön, dass wir beide Kräuter verwenden, um unser Essen gesund und schmackhaft zu machen. Das stimmt. Kräuter sind eine einfache Möglichkeit, Geschmack hinzuzufügen, ohne zusätzliches Salz oder Fett. Ich finde, dass die Verwendung von Kräutern meine Mahlzeiten bunter und interessanter macht. Sie machen mich begeistert, gesundes Essen zu essen. Da stimme ich zu. Wenn mein Essen gut aussieht und gut riecht, genieße ich es mehr. Hast du Tipps für die Verwendung von Kräutern? Ja, ich habe ein paar Tipps. Ich wasche meine frischen Kräuter immer vorsichtig und hacke sie fein. Ich füge sie am Ende des Kochens hinzu, um ihren Geschmack zu bewahren. Das ist ein guter Tipp. Ich versuche auch, frische Kräuter so oft wie möglich zu verwenden. Sie schmecken viel besser als getrocknete Kräuter. Manchmal verwende ich im Winter getrocknete Kräuter, aber im Sommer bevorzuge ich frische Kräuter. Sie sind so lebhaft. Ich empfinde das Gleiche. Frische Kräuter machen wirklich einen Unterschied im Geschmack des Essens. Ben, kennst du Rezepte, die viele Kräuter verwenden? Ja, das tue ich. Ich habe ein Rezept für einen Kräutersalat. Ich benutze Salat, Tomaten, Gurken und eine Mischung aus frischen Kräutern wie Petersilie, Basilikum und Minze. Das klingt sehr frisch. Ich würde das gerne ausprobieren. Wie dressierst du den Salat? Ich mache ein einfaches Dressing mit Olivenöl, Zitronensaft und einer Prise Salz. Es ist sehr leicht und gesund. Ich mache manchmal auch einen Kräutersalat. Ich füge Avocado und ein wenig Feta-Käse hinzu. Das ist sehr lecker. Feta-Käse ist eine gute Ergänzung. Das werde ich das nächste Mal ausprobieren. Verwendest du Kräuter in deinen Suppen? Ja, das tue ich. Ich füge gerne Thymian und Petersilie zu meiner Gemüsesuppe hinzu. Das macht die Suppe warm und wohltuend. Ich gebe Oregano und ein wenig Rosmarin in meine Hühnersuppe. Das verleiht der Suppe einen reichen Geschmack. Das klingt köstlich. Ich liebe eine gute Suppe mit vielen Kräutern.
Sie ist sehr gesund und sättigend. Ich mache manchmal ein Kräuterpesto. Ich püriere Basilikum, Knoblauch, Olivenöl und Nüsse. Es ist sehr gut zu Pasta oder als Dip. Ich habe auch Pesto gemacht. Ich füge gerne ein wenig Parmesan hinzu. Es ist sehr schmackhaft auf Brot oder mit Gemüse. Pesto ist eine meiner Lieblingssoßen. Ich mag es auch, eine Mischung aus Kräutern in meinem Wokgericht zu verwenden. Ich füge frisches Basilikum und Koriander hinzu. Das ist eine großartige Idee. Ich habe Koriander schon einmal in meinem Wokgericht verwendet. Er verleiht einen frischen Geschmack. Ja, Koriander ist in vielen Gerichten sehr gut. Ich verwende ihn auch in meinen Salsas. Ich liebe frische Kräuter. Sie machen jede Mahlzeit besonders. Ich stimme dir zu, Alice. Kräuter sind einfach, aber sie verändern den Geschmack des Essens völlig. Ich finde, dass das Kochen mit Kräutern eine Kunst ist. Es macht mein Essen gesund und lebendig. Ja, und es ist leicht zu lernen. Schon ein wenig Kraut kann einen großen Unterschied machen. Ich bin froh, dass wir beide gerne Kräuter in unserer Küche verwenden. Es macht unsere Mahlzeiten interessanter und leckerer. Ich auch. Ich suche immer nach neuen Rezepten, die frische Kräuter verwenden. Ich möchte neue Dinge in der Küche ausprobieren. Ich suche oft online nach Kräuterrezepten. Ich finde viele Ideen für Salate, Suppen und Soßen. Das mache ich auch. Manchmal besuche ich sogar einen Kochkurs, um mehr über die Verwendung von Kräutern zu lernen. Das ist eine großartige Idee. Ich würde gerne irgendwann mit dir an einem Kochkurs teilnehmen. Dann können wir neue Rezepte lernen und unsere Erfahrungen teilen. Ja, das wäre Spaß. Ich finde, dass das Kochen mit Kräutern eine Möglichkeit ist, kreativ und gesund zu sein. Ich stimme zu. Jedes Mal, wenn ich mit frischen Kräutern koche, fühle ich mich glücklich. Es ist wie ein kleines Kunstprojekt. Kochen ist eine Kunst und Kräuter sind eines der besten Werkzeuge, die wir haben. Sie machen unser Essen bunt, schmackhaft und lebendig. Ich freue mich, dass wir über Kräuter gesprochen haben. Ich habe neue Ideen gelernt und fühle mich inspiriert, mehr Kräuter in meinem Kochen zu verwenden. Ich fühle mich genauso, Alice. Ich werde versuchen, noch mehr frische Kräuter in meinen Mahlzeiten zu verwenden. Vielleicht baue ich sogar ein paar neue Kräuter in meinem Garten an. Das ist ein großartiger Plan. Ich möchte als nächstes Koriander und Dill anbauen. Sie sind in vielen Gerichten sehr gut. Ja, ich habe Dill in Rezepten für Fisch und Salate gesehen. Er ist sehr schön. Ich freue mich darauf, neue Kräuter und neue Rezepte auszuprobieren. Danke, dass du heute deine Ideen mit mir geteilt hast, Alice. Danke, Ben. Ich genieße unsere Gespräche über Essen und Kochen immer. Lass uns eines Tages zusammen kochen und all unsere Lieblingskräuter verwenden. Das würde ich lieben. Kochen mit einem Freund macht es noch mehr Spaß. Ja, und wir können voneinander lernen. Ich freue mich auf unser nächstes Kochabenteuer. Ich auch, Alice. Hab einen schönen Tag und viel Spaß beim Kochen mit Kräutern. Danke, Ben. Bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Alice. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Ich sage immer Hallo, wenn ich jemanden treffe. Sie hat mir ein freundliches Hallo gegeben. Kräuter. Kräuter. Die Kräuter wachsen im Garten. Ich mag frische Kräuter in meinen Gerichten. Kräuter sind wichtig für die italienische Küche.
Verwenden. Verwenden. Ich möchte diese Methode verwenden. Kannst du das Wort in einem Satz verwenden? Wir verwenden die besten Materialien für unser Projekt. Essen. Essen. Ich esse gerne italienisches Essen. Das Essen ist bereit auf dem Tisch. Wir gehen heute Abend essen. Das Brot ist frisch. Die Luft ist frisch nach dem Regen. Ich liebe frisches Obst im Sommer. Lecker. Lecker. Das Essen ist lecker. Der Kuchen schmeckt sehr lecker. Ich liebe leckere Snacks. Kochen. Kochen. Ich liebe es zu kochen. Kochen macht Spaß und ist kreativ. Kannst du gut kochen? Geschmack. Geschmack. Der Geschmack von Schokolade ist süß. Mein Geschmack ist eher nachsalzig. Sie hat einen guten Geschmack für Mode. Salaten. Salaten. Ich liebe frische Salaten. Die Salaten sind sehr bunt. Wir essen oft Salaten im Sommer. Nudelgerichten. Nudelgerichten. Ich liebe Nudelgerichten mit Tomatensoße. In Italien gibt es viele verschiedene Nudelgerichten. Nudelgerichten sind einfach zuzubereiten und sehr lecker. Gerichten. Gerichten. Die Gerichten sind sehr lecker. Ich liebe die verschiedenen Gerichten. Die Gerichten kommen aus vielen Ländern. Gesund. Gesund. Gesunde Ernährung ist wichtig. Ich fühle mich gesund und stark. Er macht regelmäßig Sport, um gesund zu bleiben. Schmackhaft. Schmackhaft. Das Essen ist schmackhaft. Dieser Kuchen ist sehr schmackhaft. Ich finde die Suppe schmackhaft. Zitronensaft. Zitronensaft. Ich trinke gern Zitronensaft. Zitronensaft ist sauer und erfrischend. Man kann Zitronensaft in Cocktails verwenden. Dressing. Dressing. Das Dressing ist sehr lecker. Ich brauche ein Dressing für den Salat. Kannst du das Dressing bitte hinzufügen? Pesto. Pesto. Pesto ist eine beliebte Sauce. Ich mache Pasta mit Pesto. Das Pesto schmeckt sehr frisch. Koriander. Koriander. Koriander ist ein beliebtes Gewürz. Ich mag den Geschmack von Koriander. In vielen Gerichten wird Koriander verwendet. Lebendig. Lebendig. Die Blumen im Garten sind lebendig. Die Musik macht die Feier lebendig. Das Kind fühlt sich lebendig und glücklich. Koch. Koch. Ich besuche einen Kochkurs. Der Kochkurs beginnt um 18 Uhr. Im Kochkurs lernen wir neue Rezepte. Abenteuer. Abenteuer. Ich liebe Abenteuer in der Natur. Jedes Abenteuer bringt neue Erfahrungen. Das Buch erzählt von einem spannenden Abenteuer. Was möchte Alice mit Ben besprechen?
Welche Kräuter verwendet Ben oft in seinen Gerichten? Was bedeutet das Wort frisch im Zusammenhang mit Essen? Wie verwendet man das Wort würzen richtig? Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.